Ja, hallo liebe Leute, willkommen beim zweiten Tutorial zu KiCad, der Elektronik-Design-Software, die kostenfrei als Open-Source-Software zur Verfügung steht. So, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und dann legen wir mal los mit KiCad. Ich habe das hier schon mal gestartet. Ja, gehst du rauf. Da haben wir es. So, und da habe ich jetzt hier einen Test gemacht, den möchte ich aber nicht nutzen. Ich will ja neu beginnen. Und zwar, dann machen wir hier ein neues Projekt. Und dann ist er hier jetzt in dem alten Projekt Bustest. Und dann machen wir hier ein neues Projekt. Und das nennen wir jetzt einfach mal Tutorial 2. Okay, dann können wir hier loslegen im Schaltplan-Editor, so wie man das gewöhnt ist. Der ist halt leer. Und da wird jetzt die Zeichnung drin generiert. Ich möchte hier zeigen, wie man Busse verwendet. Busse sind viele Leitungen, die man zu einem Bus verbindet, damit man halt nicht jede Leitung einzeln zeichnen muss. Und sind dann aber trotzdem in der Platine eben als einzelne Leitungen zur Verfügung und können dann dort geroutet werden. So, um was mit vielen Leitungen zu machen, muss man natürlich auch eine Schaltung haben, die sowas macht. Und da füge ich jetzt hier erstmal ein Bauteil ein. Und zwar, da gehen wir wieder zu den Teilen, die wir das letzte Mal auch hatten, die sogenannten Microchip Atmel Chips Atmega. Und da werde ich jetzt nicht so einen kleinen, wie ich da gewählt habe, sondern ein bisschen größeren. Der heißt Atmega 16. Den haben wir, da fangen die 16 an. Und das ist der P, das heißt wahrscheinlich parallel, weil er eben die normale Bauform hat hier. So, dann 40-polig ist der Chip und den fügen wir jetzt ein. Das ist das Schaltplan-Symbol dafür. Und ich möchte mit diesem Atmega möchte ich ein 8×8 Leuchtdiodenfeld, also 64 Leuchtdioden ansprechen. Dafür hat der viel zu wenige Pins, also muss das Leuchtdiodenfeld in so einer Matrix angeordnet werden. Wir können könnten wir auch ein solches Feld in 16×16 erzeugen oder halt ein Feld 16×8. Das machen wir mal 16×8, damit wir ein paar mehr Leitungen haben. Dieser Chip hier, der hat wirklich 4 Ports A8-Bit und mit denen kann man dann durch die Programmierung eben so ein Scannen der LEDs erreichen. So, jetzt mache ich das Diodenfeld, das wird jetzt 8 Elemente hoch. Das wäre dann der erste Port und dann eben 16 in der Breite. Und die 8, die werden immer gleichzeitig angesteuert und das wird dann durchgeschaltet mit dem Minussignal, welcher denn davon leuchten soll. Okay, wir brauchen für die Leuchtdioden sogenannte Vorwiderstände. Die fügen wir jetzt mal zu. Das heißt, hier geben wir hier oben einfach R ein. Das ist der Standardwiderstand. Dann sucht man sich hier ein Footprint dazu aus. Also SMD wollen wir da natürlich nicht nehmen, sondern das sind meistens hier die Resistor THT. Und dann hier soll vertikal sein und ruhig 2,5 mm. 2,5 hier vertikal. Ja, nehmen wir das mal. So sieht er aus. Der Widerstand wird dann so senkrecht da reingesetzt. So, die Widerstände, die drehen wir erstmal rum. Und dann setze ich den hier hin. Bevor ich jetzt hier irgendwas mache, dann mache ich erstmal einen Doppelklick hier drauf. Und die Referenz, die möchten wir haben, den Wert brauchen wir nicht. Den lassen wir nicht anzeigen und
den Bauteiltext hier, den können wir jetzt mit der Taste M eben hier so dran bewegen oder sogar da rein. Ich würde sagen, in dem Fall machen wir ihn sogar mal rein. Und dann kann ich jetzt hier von Kopien machen. Und die legen wir jetzt hier so drunter. Da brauche ich noch 8 Widerstände. So, jetzt habe ich noch so eine Funktion hier kennengelernt. Das heißt, die Widerstände möchte ich jetzt halt durchnummerieren. Und da gibt es die Möglichkeit bei Werkzeugen hier unten Schaltplan annotieren. Jetzt weiß ich auch, was das ist. Und zwar, die werden nicht automatisch benannt. Und wir möchten die anhand ihrer Y-Position durchnummerieren. Und zwar nur die Auswahl. Jetzt muss man gucken, kann man das noch umgekehrt machen? Ja, anscheinend nicht. Okay, machen wir es ruhig. Okay, hat es aber trotzdem von oben nach unten gemacht. Das ist schön. Okay. R1 bis R8. So, dann haben wir Leuchtdioden. Da holen wir erstmal eine rein. Geben wir hier oben LED ein. Und das ist die Standard-LED als Schaltplansymbol. Die können wir gerne nehmen. Dann geht man hier erstmal her und sucht sich hier die passende raus. So eine 5 mm LED Standard, das ist das hier. Und den nehme ich jetzt. Dann setzen wir das hier hin. Und dann kann man jetzt hier auch einen Doppelklick machen und den Wert, dass das eine LED ist, das brauchen wir nicht. Wir haben also nur dieses D hier, diesen Text. Und den setzen wir mal dahin. Und davon brauchen wir jetzt halt 8 Stück, die so nach unten laufen. Ich gehe aber jetzt erstmal hier in das Layout und hole mir die Bauteile rüber. Ich weiß nämlich nicht, ob das so alles so klappt. So, hier bei den Widerständen, die sind so vernünftig. Und hier, das ist eher unvernünftig. Da kann man auch hier doppelklicken. Also die Bezeichnung, ja, den Wert bitte nicht. Und was ist das Dollar Reference? Das gucken wir uns mal an. Also nur die brauchen wir. Den Bauteiltext, den kann man hier ruhig auch reinziehen. Mal gucken, ob das geht. Ja. Das geht. Der darf natürlich nicht auf die Pads langen. Also lassen wir das so. Gut, jetzt gehen wir wieder in den Schaltplan zurück. Und überlegen uns erstmal die Busdefinition. Erstmal werden diese hier verbunden auf dieser Seite. So, jetzt machen wir die Kopien der Bauteile. Gucken erstmal, ob das überhaupt richtig ist. Das ist nicht richtig. Muss mal überlegen. NPN-Transistor, das geht nach Minus, da kommt aber Plus. Also drehen wir den einmal rum. So muss das aussehen. Und dann machen wir Steuerung C. V. Nee, das
gefällt mir nicht. Gucken, haben wir jetzt hier mehrere? Nein, haben wir nur einen. Den Bauteil Text hier, den setze ich auch hier rein. Da zum Beispiel hin. So, jetzt nochmal selektieren. Dann können wir die jetzt schön dicht zusammensetzen. Mein Hund will bellen. Aber vielleicht haben wir Glück. Okay, so, dann habe ich die ersten Dioden hier. Die erste hier ist schon auf D1 und die hier, die müssen noch benannt werden. Also gehen wir hier wieder kurz auf die Werkzeuge annotieren, Auswahl und nach Y. So, dann haben wir die entsprechend annotiert. So, jetzt sollen das ja mehrere davon werden. Das heißt, wir können nun die kopieren. Hier muss genügend Platz sein, weil ich muss den dann Bus durchlegen und den anschließen. Gucken wir mal, was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal 6. So. Sechs, 7 und 8. Und die anderen setze ich da drunter, weil hinten dran, das wird zu groß. Also machen wir eine Kopie hiervon und die setzen wir hier unten drunter. So, jetzt müssen wir zwei Busse konstruieren. Ein Bus, der nimmt diese Ausgänge der Widerstände und führt die hier ran, daran. Okay, was macht man? Man erzeugt erstmal einen Bus, das geht über die Taste B. Und dann zieht man hier so eine blaue Linie, ein bisschen fetter. Und die kann man jetzt einfach hier so rüberziehen. Mit der Taste K kann man dort beenden und dann kann man den Bus nun einmal hier nach unten ziehen. Das da zum Beispiel. Da muss man jetzt gucken, ob das passt. Also hier mit Taste K abbrechen, wenn man da so steht. Jetzt machen wir erstmal den Test für den Anschluss. Ich kann den Bus jetzt schon benennen. Das macht man folgendermaßen. Man muss den gar nicht selektieren. Das habe ich am Anfang gedacht. Man drückt jetzt einfach die Taste L, egal wo man ist. Und hier beim Bezeichner, dann kann man hier auf Syntaxhilfe klicken. Und dann sieht man hier, wie man Variablen definiert und hier bei der Busdefinition. Das sind die wichtigen Sachen. Ich will ja was haben, was von 0 bis 7 in dem Fall läuft, wie D, aber das soll halt einen anderen Namen vorne haben. Also schreiben wir den Namen, eckige Klammer, dann 0.7, in eckigen Klammern, wie gesagt, die 0.7 und dann ist der Bus damit definiert. Das heißt, wir machen das hier zu und schreiben hier jetzt rein LED und das ist LED Plus und dann eckige Klammer auf 0.7 und eckige Klammer zu und okay. Jetzt kommt das Wichtige, man geht jetzt her und muss den Bus an diesen Punkt von diesem Label auf den Bus setzen.
So, und jetzt weiß der Bus, dass er die Elemente hat. Jetzt kann man hier schon mal testen, wie das verbindungstechnisch funktioniert. Einmal Escape drücken. Man fährt jetzt hier so ein bisschen runter, da zum Beispiel hin. Rechte Maustaste vom Bus lösen und wählt nun die Leitung Nummer 0 aus. Und die fährt bis dahin. Und dann kann man die hier einfach anschließen. So, das heißt, der Bus ist schon mal fertig. Nur für die anderen Leitungen natürlich noch nicht. Das heißt, da geht man jetzt her und zeichnet den Bus weiter, indem man hier ansetzt. Ist das der Abstand? Jo, das kriegen wir schon hin. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter hier hin. Das ist, glaube ich, der Abstand, den wir da haben. Und den ziehe ich jetzt auch bis hier unten durch. Taste K abbrechen. Und den hier, den machen wir auch noch so ein Stück weiter. So, dann machen wir das hier auch. Ist das der Abstand? Ich glaube schon. Nehmen wir den. Ach, ich bin... Das können wir einfach rauslöschen. So, den da habe ich vergessen. Dann zeichnen wir hier weiter. Gucken. Okay, wenn das weiter davon weg ist, das spielt keine Rolle. Den hier, das ist dann der letzte von, ne? Der war nicht so richtig. Machen wir nochmal B. Taste K. So, jetzt können wir hier erstmal die weiter verbinden. Das heißt, man sieht ja hier, das ist ungefähr da, also geht man einfach hier hin und Bus vom Bus lösen. Das ist LED 1. LED 2. LED 3. LED 4. Also das hier ist manchmal ein bisschen nervig, wenn man sich da vertut. Das wäre auch garantiert vom Programm her einfacher zu lösen gewesen. Machen wir hier nochmal vom Bus lösen Nummer 6. Und für die Nummer 7 ist der Bus nicht lang genug. Deshalb gehen wir hier hin, einmal auf B und verlängern den noch so ein Stück. So, dann können wir hier K drücken und dann hier hin vom Bus lösen. LED 7. So, dann haben wir die schon mal verbunden. Jetzt kommen hier die Dioden an die Reihe. Das geht genauso.
Und dann sieht man jetzt hier, wo muss man ungefähr hin? Ich denke mal da. Das ist leider ein bisschen komisch mit der, wo man mit dem Bus hier anfängt, dass das passt dahin. Und dann gehen wir hier. Da haben wir jetzt gesehen, das war zu tief gewesen. Also das kann wirklich nervig sein. So, jetzt haben wir die ersten 7 LEDs da verbunden und dann machen wir jetzt die Verbindung der anderen Teile hier. Das heißt, ich brauche hier einen zweiten Bus. Den ziehe ich einfach hier am Chip so runter. Fangen wir da an. So. Und ziehen wir den so und hier hinten komplett hoch. Und wir können auch noch hier drüber ziehen. So, dann lassen wir das beenden mit der Taste K. Und der kriegt jetzt auch eine Bezeichnung, der Bus. Das heißt, wir drücken einmal L. Und der heißt jetzt LED minus die eckige Klammer, dann 0.15. Und okay, der muss jetzt auch hier so draufgesetzt werden und dann ist der Bus fertig. Jetzt können wir den hier anbinden. Das heißt, da kann man jetzt genauso, wie man es hier gemacht hat, einmal Escape drücken und dann hier vom Bus lösen, LED 0, LED minus 0 natürlich. So, hier geht es jetzt weiter bei dem, das ist Port B, dann kommt bei Port C, machen wir hier weiter. So, hier kommt der letzte LED 15.
So, dann haben wir die auch angebunden und jetzt ist immer folgendes, die Ende letzte sind immer verbunden. Immer die und die und die und die. Das machen wir mit W. Das heißt, dann gehen wir hier drauf, einmal W drücken, der war ja sowieso schon aktiv, dann fahren wir einfach hier runter bis da und es müsste eigentlich auch so gehen, einmal K drücken. Okay, das geht genauso hier. Jetzt hat er es gemerkt, dass es beendet sein soll. Okay, dann fahren wir hier. Da. Muss da wirklich ganz genau auf den Punkt enden, dann merkt er das auch, dass da beendet sein soll. So, damit haben wir die alle verbunden, die LEDs, und machen jetzt erstmal die Verbindung zu diesem Bus hier fertig. Und zwar, der soll hier anfangen. Das soll dann 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 werden. Okay. Schließen wir an. Das heißt, an diesem Bus hier, ich versuche es mal hier, vom Bus lösen LED 0 und dann können wir das da dran ziehen. Da stört mich das auch jetzt nicht, dass das da so verspringt. Verbindung ist da. So, das machen wir hier genauso. Vom Bus lösen Nummer 1. Okay, die haben wir schon mal alle verbunden. Jetzt kommt die Sisyphos-Arbeit, diese ganzen LEDs hier vorne damit zu verbinden. Das heißt, da kann man jetzt wieder hier fortfahren. Wie ihr das jetzt auch schon gesehen habt, will ich das dann beschleunigen. So, dann haben wir die Leuchtdioden alle verbunden. Jetzt fehlen noch die restlichen Sachen. Das Programmierinterface an sich schon notwendig. Das sollten wir ruhig hier reinpacken. Dann lassen wir es weg. Das habe ich im Moment nicht. Aber auf alle Fälle die Spannungsversorgung muss noch reingemacht werden. Das heißt, wir haben hier VCC und AVCC.
Dann gibt es hier noch ein ARF, die werden alle verbunden und Ground ist das hier. Und dann müssen wir auch dafür noch die Pegel definieren. Das heißt, ich gehe jetzt einmal Taste P, damit hole ich mir jetzt die Spannung rein. Also das Ding wird mit plus 5 Volt betrieben, den packen wir dahin. Dann kriegt der hier noch einen Ground. Da kann man hier einfach Ground eintippen. Den legen wir dahin und dann verbinden wir die jetzt hier drauf fahren. Einmal W drücken, dahin und dann können wir hier W drücken und das da anschließen. So, dann haben wir ja wie gesagt noch AREF vergessen. Da, die kommt da dran und der wird ganz einfach hier mit dem Ground verbunden. Mehr muss im Moment nicht mit Ground verbunden werden. Wenn jetzt der Programmierstecker da wäre, wäre dann noch viel mehr. Wäre beim Routen schön, wenn der drin wäre, aber das hier, da geht es hauptsächlich ums Routen von solchen sehr, soll ich sagen, symmetrischen Sachen. Wie einfach das ist. Ich hoffe, dass es einfach ist, dass wir das von der Richtung herbekommen. Oh, das sehen wir jetzt gleich. So, jetzt haben wir noch vergessen, die Leuchtdioden zu bezeichnen. Also, wir haben die hier, sind alle korrekt bezeichnet und aber die weiteren nicht. Das heißt, gehen hier raus aus diesem und selektieren erstmal hier die ganzen LEDs hier. Und dann geht man wieder auf die Annotierung, Werkzeuge, Annotierung, Auswahl Y, Annotieren, schließen, gucken wir nach, 9 bis 16 ist genau das, was ich haben wollte. So, dann machen wir das hier. Müssen das aber so selektieren, dass wirklich alles getroffen wird. Das ist es aber. Okay. Werkzeuge annotieren. Kurz überfliegen. Ich habe hier einen vergessen. Schauen. Werkzeuge annotieren. So müsste das 24 sein, ja. Das ist es. So, da sind wir bis zur Diode 128. Also die Bauteile sind alle annotiert, die Widerstände und auch alle Leuchtdioden. So, jetzt wechselt man wieder aus hierhin auf das Layout, auf den Layout-Bereich und fügt das einfach hinzu. Aktualisieren, schließen. Dann können wir jetzt das hier vernünftig hinsetzen. Und da merkt man jetzt, der hat die Kraut und Rüben durcheinander. Das ist leider so. Und jetzt müssen wir uns erstmal anschauen. Wir können die ja auch nach außen schieben. Schieben wir die mal hier hin. Dich auch. So, jetzt sehen wir erstmal hier die Widerstände und schauen, wie die halt hier angeschlossen werden müssen. Und dann fangen wir und auch mit der Nummerierung. Ich würde jetzt erstmal, oder das mache ich natürlich auch, erstmal so ein bisschen ausschieben und dann gucken wir hier, das ist Widerstand 1. Der kommt da so hin. Gucken wir mal gerade. Ja, so muss er sein. Darunter kommt der R2. R3. R4.
5. Ja, wir müssen die schon dichter zusammensetzen, sehe ich gerade. Das müssen wir schon leider so machen. Die springen in 2,5 mm, nicht in Zwillingenmaßen. Hoffen wir, dass wir damit klarkommen. So, dann haben wir hier R7 und R8. So, jetzt kommt wieder so eine Sisyphos-Arbeit. Da haben wir D1. Den bewege ich jetzt mal hier so rüber. Und dann muss ich irgendwann hier sehen. Der ist auf alle Fälle da angeschlossen. Ist natürlich richtig. Und jetzt muss man sich hier den D2 raussuchen. Wie gesagt, das wird jetzt wieder beschleunigt. Beziehungsweise ich breche das Video hier ab und mache das fertig und mache es dann wieder an. So, und da haben wir die LEDs alle sortiert. Das war wirklich eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ich habe hier irgendwas gedreht, sehe ich gerade. Das wollte ich gar nicht. Drehen wir den mal wieder so, wie er sein soll. So, dann haben wir die richtig sortiert. Ach, das war mein R vom Start des Abspielprogramms. Da muss ich auch noch mal ran, warum das so läuft, wie es hier läuft. So, jetzt müssen wir hier wir können erstmal den Chip hier ein bisschen nach links schieben. So zum Beispiel. Und die Widerstände hier, die können wir besser hier vorpacken. Vielleicht ruhig so ein bisschen versetzt. Ich wollte die doch davor packen. Na, macht das doch. So. Ja, das ist immer komisch, dass er dann da Sachen mitfängt, die er gar nicht mitfangen soll. Gucken, hat er jetzt alles hier. Also, der kommt natürlich davor. Der davor. Bewegen wir die mal dahin. So, der Vierer, der kommt dahin. Der Fünfer dahin. Der Sechser. So zum Beispiel. Der Siebener, den packen wir hier hin. Und den Achter dann dahin. So, haben wir das jetzt. Und jetzt kann man sich hier überlegen,
wie route ich das? Also hier ist zwingend eine Richtung in X und eine in Y, vor allem wegen diesem Array hier. Ergo, ich bin jetzt auf Kupferrot, das ist Front, und blau ist eben die Hinterseite. Wie rum wir es jetzt machen, ist eigentlich egal. Das heißt, ich wähle jetzt erstmal rot und das mache ich alles quer. So, wir routen erst einmal quer diese ganzen Widerstände hier. Das heißt, hier einmal X und dann können wir den anschließen. Den. Ja, können wir ruhig machen. Ach, den habe ich doch schon verbunden. Okay. Oh, den nochmal. So, die Widerstände erstmal an den Chip angelötet, in Anführungszeichen. So, jetzt machen wir hier weiter. Der muss dahin. Dahin. Okay, haben wir die D1 komplett durchverbunden. So, dann machen wir hier weiter. So, dann haben wir die Anoden der LEDs alle verbunden mit den Widerständen. Die Widerstände sind alle verbunden. Jetzt geht es noch hier um die Ports. So, die Ports, die müssen wir hier sowieso jetzt alle als blau irgendwie nach unten legen. Vielleicht den Chip hier noch ein bisschen weiter darüber schieben. Ich weiß gar nicht, ob das so ohne weiteres geht. Gucken wir mal gerade. Können wir hier ein G benutzen? Nein. Muss man vielleicht dann neu routen, aber ich gucke mal, vielleicht passt es auch. Also wir haben hier auf der Seite und den jetzt mal nimmt, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Anschlüsse hier. Und der hier, der fängt hier oben an. Dann fangen wir mit dem doch auch an. Einmal die Taste Plus drücken, wir wechseln den Leer und dann fangen wir da an. Das kann man ruhig hier so rauslegen.
So, dann haben wir so, dann packen wir hier noch eine Stromversorgung dran. Das heißt, da wollte ich eigentlich einmal A drücken, genau, und dann brauchen wir hier wieder so einen Konnektor. Da gucken wir hier bei den Konnektoren und dann muss man hier ziemlich tief runter. Connect 1 mal 3 Female. Ah doch, genau, die sind richtig. Ich will so einen Modellfluchakku da anschließen können. Das ist ein Reich mal 3 und Mail allerdings. Also den. Den nehmen wir. Footprint wählen wir aus. Und zwar, das sind die Pin-Sockets 2,54 mm 1x3 Vertical. Jo. Den nehmen wir. Der kommt dahin. Pin 2 und 3 werden da angeschlossen. 2 ist Plus, 3 Minus. Das heißt, wir gehen hier auf Wire und schließen den einfach da an. Plus. Und das hier, das wird an Ground angeschlossen. Machen wir so. Okay, dann haben wir den Stecker dran. Spannungsversorgung. Dann können wir wieder auf die Platine wechseln. Hier einmal auffrischen.
Aktualisieren, schließen. Und da haben wir die Spannungsversorgung. Die können wir jetzt hier vorne so ruhig hinsetzen. So, das brauchen wir alles nicht. So. Gut, jetzt machen wir noch einen Rand da drum. Dazu wechselt man hier in den Edge. Da muss ich mal ein bisschen suchen, wo der ist. Cut. Ne, Edge Cuts, da ist es doch. Edge Cuts, dann geht man hier auf Hinzufügen ein Rechteck. Das ziehen wir jetzt hier so drum. Gucken, ob wir da Löcher einfügen können. Hinzufügen. So, die gefüllten Flächen lasse ich heute mal weg. Und ich weiß nicht, ob das hier das als Loch so genommen wird, das weiß ich nicht. Kann bestimmt auch noch bemaßen. So, dann Platine fertig. Ich gehe mal her auf die Inspektion, Designregeln. So, alles entfernen, dann lassen wir es nochmal laufen. Fehler, Bestückungsüberlappung. Okay, Bestückungsdrucküberlappung, die interessiert mich relativ gering. Ja, jetzt sag mir mal, wieso er Fehler anzeigt und aber hier kein Text. Ach, Moment. Da fehlende Verbindung zwischen Elementen. Ach, ja klar. Die muss ich noch routen. Na klar. So, dann lassen wir es nochmal rechnen. Okay, nur noch Warnung. Jo, dann machen wir hier Ansicht 3D-Betrachter. Da haben wir die Platine. So sieht die also aus. Mit den eingelöteten Leuchtdioden. Und wenn wir dann auf Raytracing umschalten, dann sieht man hier auch die Leiterbahn. So, jetzt könnte man... Oh, ich habe hier den falschen genommen.
Das ist dann Female. Ich dachte, ich hätte Male gewählt. Oder können wir kurz prüfen. Das heißt, Footprint einmal hier raus. Einmal 3 Mail. Ist falsches 3D-Symbol, würde ich mal behaupten. Okay, das soll uns jetzt nicht interessieren. Okay, das war's zu diesem Tutorial. Ihr seht hier sogar die Leuchtdioden, die spiegeln. Also das ist schon echtes Raytracing. Nett gemacht. Das war's zu diesem Tutorial. Wenn euch Tutorials wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!